Es geht weiter bei Let's Play Hogwarts Legacy. Mein Name ist Fabian, herzlich willkommen. Wir haben wieder einiges vor. Und zwar können wir zum einen ein Besen-Upgrade erwerben. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Genau, die Besenverbesserung, die wollen wir. Wir werden erstmal noch den überschüssigen Plunder los, den wir nicht gebrauchen können. Und dann hat auch Natti gleich noch etwas mit uns vor. Und zwar sucht sie die Schuldigen. Aber das soll sie uns dann auch gleich selbst erzählen. Ja. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja einiges an Informationen bekommen in der dritten Prüfung. Und jetzt steht noch eine Prüfung aus und eine finale Enthüllung. Das verspreche ich Ihnen. Denke ich. Und dann... Danke fürs Vorbeischauen. Keine Ahnung. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrox-Leute und Ashwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Also eine Besenverbesserung haben wir. Und es gibt noch weitere. Die kriegt man ja, indem man, genau da, das ist jetzt an der Südküste, wo wir hin müssten. Und da würden wir dann ja, noch ein Wettrennen starten. Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt wollen wir erstmal zu Poppy. Nee, sorry, zu Natti. Die wartet nämlich vor... gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Vor dem gemütlichen Ort Hogsmeade wartet sie auf uns. Und erzählt uns dann auch noch, was wir jetzt als nächstes tun. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Natürlich. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Okay. So, wo sind sie denn? Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Okay. Und was wollen wir von denen genau wissen? Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Nun gut, Okay. Ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Ja, ihre Mutter hat sie ja ihr verboten, da Nachforschung anzustellen. Okay. Wir haben 3 mögliche Anhaltspunkte, wo wir hingehen. Agabus Filbert, Rape und Dibble heißen die. Sehr lustige Namen. Okay, einer ist im 3 Besen. Ganz Mrs. oben. Rape sollte in der Nähe sein. Ja. Hier waren wir, glaube ich, ja. Hier waren wir schon. Hier gibt es ja auch noch Hotelzimmer sozusagen. Isco, was habe ich getan? Da ist sie. Na, Mrs. guten Rape. Tag. Kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt?
Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein, ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Okay. Damit haben wir das erste Beweisstück. Ja. Ist allerdings nicht unterschrieben. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Okay. Mr. Bickles anderen 2 Freunden. Yep. Wenn alles so einfach ist als Detektivarbeit. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Das ist... hier in dem Geschäft. Guten Tag. Aber der ist... Wir ist haben das heute der? viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Nee. Oh, hier haben wir noch coole Sachen, die wir kaufen könnten. Wenn wir das Geld hätten. Für ein Stück haben wir Geld. Und die können wir mal anziehen noch bei Gelegenheit. Aber jetzt erstmal zu Otto Dibble. Der ist irgendwie hinterm Kamin. Revelio. Und Demigeist haben wir hier auch noch. Oder haben wir den schon gesammelt? Weiß ich gar nicht. Aber die Truhe noch. Den Demigeist können wir nachts abholen. Holen wir uns den jetzt schnell? Ja, okay. Das geht jetzt gerade nicht. Okay, müssen wir uns dann für später merken. Aber wo ist denn der Herr Dibble hin? Der ist irgendwie hinterm Haus. Hier vielleicht? Ach so, da war. Okay. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte,
Meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. RH. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Okay. Also wir haben da noch einen Brief, den wir finden können, wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir noch mit dem letzten Typi sprechen. Der ist da hinten. Ist auch irgendwie, jetzt ist es so dunkel hier. Ich glaube, das liegt einfach, weil der Friedhof so einen Todesfilter hat. Hier wird es wieder ein bisschen heller, aber es wird auch dunkel generell. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Tja, wo ist er denn? Da, guten Tag. Guten Tag. Wir hätten mal Verzeihung, Fragen. Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau Dulcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Okay. Haben wir schon mal genug Informationen gesammelt. Und dann können wir Natty jetzt davon berichten. Hier ist es natürlich noch schön winterlich in Hogsmeade. Auch sehr weihnachtlich, jedenfalls auf der Hauptstraße hier. Auch wenn die Musik gerade sehr ominös ist. So. Und die Figur rennt halt so komisch. Das finde ich. Das haben sie ein bisschen. Naja. So, Natty, wo bist du? Natty ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort.
Okay, dann einfach alles wieder zurück. Aber stimmt, ja, sie wollte ja nicht im Dorf herumlaufen, hat sie gesagt. Deswegen suchen wir sie jetzt im Eberkopf, der zwielichtigen Alternative zu den 3 Besen. War hier in der Gasse drin. Da haben wir uns ja auch schon getroffen mit Kobolden und Nati so. muss hier irgendwo sein. Oh, hinten dran. Was ist hier los? Der Natis Zauberstab. Oh, Sie oh. kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio. Revelio. Hier sind Fußspuren. Oh je, die Arme. Aber wie gut, dass sie uns einen Hinweis hinterlassen hat. Okay. Ah, die Fußspuren führen hier nach oben. Und dann durch den Eberkopf durch. Oder? Das ist der Hintereingang. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Oh, da ist noch eine Handbuchseite. Die sammeln wir natürlich mit. Ah, da ist der wandmontierte Eberkopf. Gibt dem Papp seinen Namen. Rümpft die Nase auch wegen der zwielichtigen Gestalten auch. Und er bewegt sich halt auch einfach und sabbert. Ich meine, hallo? Okay. Oh, die Fußspuren führen nach draußen. Und dann wieder hier durch. Okay, hinten rum. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Oh, Ich muss sie schnell darin finden. versteckt. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Nati? Nati, wo bist du? Oh, wir haben hier noch schon ein Rätsel. Hier werden wir sicherlich auch ein bisschen kämpfen. Und da sind Schalter, die wir betätigen müssen. Aber an sich sieht es eigentlich ganz nett aus. Eine Geheimtür. Ah. Na dann. Nati muss Folgen hier wir mal vorbeigekommen sein. unauffällig. Oh, Ich muss sie schnell finden. ja, ein bisschen looten können wir auch noch. Wenn wir schon hier sind. Okay. Ja, Nati wird hier wahrscheinlich festgehalten. Was haben wir hier noch? Eine Truhe. Also Revelio. finde Nati. Optional. Ah, Ich sollte finde unentdeckt bleiben. Filberts Gedichtband und den Liebesbrief. Ah, die Items, also die Briefe, von denen wir gerade eben erfahren haben, die sind wohl hier auch zu finden. Gott. Hier wird niemand umgebracht. So. Revelio. Wir kämpfen die einfach, oder? Kommen wir da? Nee, kommen wir nicht lang. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Aber wir können noch... Ich habe ja noch einen Talentpunkt. Mal schauen, ob wir den fürs Schleichen wirklich mal benutzen oder nicht. Nee, wir versuchen es erstmal so. Du schweifst von deinen Anweisungen ab und Was machen wir denn jetzt am besten? Einfach drauf, oder? Sind aber schon einige... wollen, dass ich Wertsachen klaue, sollten sie sich Gwendolyn Su. Imperium. So. Im unterzeiligen Fluch ist sie schon mal unter unserer Kontrolle. Und einer hat allerdings ein rotes Schutzschild. Dann muss erst der Zauber nachladen. Ah. Gwendolyn Su auf Level 32 ist sie einfach. Okay. Es bricht natürlich wieder das Chaos aus beim Kämpfen. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Aber was tun wir nicht alles für Nati? Tja, was so ein dunkler Magier sein will, der muss auch die Flüche
großzügig einsetzen. Bam. Ja, das wird abgelenkt. Oh, da sind ein paar Inferi beschworen. Boah. Nimm das. Okay, ich muss ja noch loswerden. Der ist auch relativ zäh. Das grüne X ist ja der Fluch, mit dem wir ihn belegt haben. Das Buch mit Gedichten des Agabus Hilbert gestohlen wurde. Gut. Er wird sich sicher darüber freuen. Da haben wir schon mal eine optionale Nebenaufgabe gelöst. Da oben ist schon der nächste. So, wir sammeln das Loot hier natürlich ein. Und erkunden natürlich auch. Also Nati müssen wir wie gesagt noch finden. Und diesen Liebesbrief, der ist auch noch irgendwo. Okay. Hier liegt halt jede Menge Zeug rum. Und irgendwas macht so komische Geräusche. Oder bin ich das? Nee. Das klingt nicht gesund. Was mag das sein? Und das ist alles unterm Eberkopf. Nati, wo bist du? Da, das klingt ja auch nicht gesund. Wir schleichen uns mal heran. Ich sollte gern... Ah, hat er schon gefunden. Meine Güte. So. Aus dem Weg mit ihnen. Oh, da kommt gleich noch einer. Ui. Boah. Was war das bitte? Einfach ein Blitzzauber, den er da auch gezaubert hat. Bam. Nehmt das. Das ist eure Strafe. So, wir beide gegen ihn. Okay. So, das war's. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Truhe. Und hier unten gibt's auch noch was. Hier ist sicherlich der Liebesbrief noch irgendwo. Dann können wir den nämlich auch mitnehmen. Revelio. Was ist das? Lumos. Erstmal uns hier umschauen. Oh. Das müssen wir wahrscheinlich heranziehen. Lumos. Okay, hier könnte man wieder... Jetzt sind wir wieder im Hauptraum. Also hier durch. Das bringt uns... Oh. Eine Sackgasse? Nein. Oder doch? Wir das aufsprengen? Bombarda. Confringo. Können wir nicht. Tja. Ja, ist halt nicht immer klar, wo jetzt genau die Schätze liegen. Lumos. Revelio. Aber den Liebesbrief finden wir auf jeden Fall noch. Lumos. Ohne Liebesbrief gehe ich nicht nach Hause. Und Nati finden wir jetzt auch noch. Die ist wahrscheinlich einfach da hinter der Tür. Revelio. Da liegt hier noch was. Da sind noch 2 Kisten. Ah, da können wir einfach da hochlaufen. Achso.
Hier ist noch eine Treppe. Okay. Aber in der Truhe... Da ist der Liebesbrief. Auf dem... Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Auf dem Briefpapier. So, jetzt aber auf zu Natti. Oh. Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Revelio. Mr. Rape. Das ist auch so Er sagt richtig... dir, was du tun musst. Hallo, Homora. So wie in einem Oberbösewicht-Versteck. Einfach, du hast den Tisch in der Mitte, wo sich die Bösewichte treffen und essen und beraten. Und die Gefangenen sind einfach direkt nebendran, hinter Gittern, hinter einer Tür mit Gittern. Also so... Oh. Das hat doch... Gut, ich meine, ich bin in der Realität noch nicht gefangen geworden. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es wirklich unrealistisch ist. Aber es ist schon witzig. Revelio. Und wer ist das? Das ist der Rabe. Mr. Rape. Rape. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Tja, er ist einfach... Lumos. Aber dass sie auch... Naja, okay, 2 Zellen haben. So, er ist befreit. Und jetzt kann er Natti noch befreien. Bumm. Da geht's auf. Da schwingt die Tür auf. Danke, Mr. Isco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Müssen wir uns jetzt den Weg hier noch herauskämpfen? Nee. Oder doch? Wir haben ja eigentlich alle besiegt. Schade, dass wir halt selber nicht apparieren können. Aber wir haben ja auf dem Hinweg schon alle besiegt. Natti, da müssen wir jetzt nicht mehr kämpfen. Wo geht's denn hier raus? Das ist nicht die Tür. Ah, hier. Gut. Ja, aber dann haben wir es ja fast geschafft. Das ist doch auch was Schönes. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Ja, wenn die Beweise jetzt ausreichen, wäre das doch super. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natti und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natti. Ergebis Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Tja, viel Hilfe waren sie aber nicht. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später.
Ja. Damit haben wir auch diesen Auftrag mit Nati abgeschlossen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und ein Abo. Und natürlich freue ich mich auch über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Euer Fabian.